In den letzten Tagen gab es entscheidende neue Entwicklungen rund um KTM. Die Übernahme durch den indischen Motorradgiganten Bajaj Auto ist jetzt auch offiziell und bringt Veränderungen, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Für viele in der Szene ist das ein echter Paukenschlag, denn KTM steht seit Jahrzehnten für kompromisslose Performance, europäische Ingenieurskunst und eine klare Identität. Doch warum kommt es überhaupt zu diesem Umbruch? Die Antwort liegt in einer existenziellen Krise. Ende 2024 geriet KTM finanziell so stark ins Wanken, dass ohne Hilfe von außen nichts mehr ging. Jetzt bringt Bajaj nicht nur dringend benötigtes Kapital, sondern krempelt auch die Strukturen komplett um. Von Effizienzsteigerung ist die Rede, von schlanken Prozessen, aber auch von massiven Einschnitten, die weit über das normale Maß hinausgehen. Was bedeutet das für die Mitarbeiter, den Standort Österreich und vor allem für die Zukunft der KTM-Modelle? Und warum verfolgt Bajaj dabei eine Strategie, die so radikal ist, dass selbst Insider schlucken müssen? Genau das schauen wir uns heute im Detail an. The good, the bad and the ugly. Um zu verstehen, warum KTM diesen Schritt gehen musste, lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen. Im Laufe des Jahres 2024 verschärfte sich die finanzielle Schieflage der KTM AG dramatisch. Am Ende stand ein Schuldenberg in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro. Eine Summe, die für den Mittelständler aus Mattighofen schlicht nicht mehr zu stemmen war. Im Rahmen eines Sanierungsverfahrens mussten sich die Gläubiger auf einen Kompromiss einlassen. Nur 30% der ursprünglichen Forderungen werden zurückgezahlt oder wurden mittlerweile zurückgezahlt. Der eigentliche Rettungsanker kam aber aus Indien. Bajaj stellte rund 800 Millionen Euro bereit und wurde damit zum wichtigsten Player im KTM-Konzern. Mit einer clever eingesetzten Call-Option sicherte sich Bajaj die Mehrheit an der Muttergesellschaft Pierer Mobility, ohne ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre machen zu müssen. Juristisch ermöglicht eine Ausnahme im österreichischen Sanierungsrecht diesen Schritt. Das ist durchaus umstritten, denn für viele langjährige Mitarbeiter und Aktionäre fühlt sich diese Übernahme eher nach einer feindlichen Übernahme an, als nach einer Partnerschaft. Aber welche Folgen hat diese Machtübernahme für den Standort Mattighofen und wie will Bajaj die Wende schaffen, ohne KTM komplett zu entkernen? Rajiv Bajaj, der CEO von Bajaj Auto, hat seine Aussagen klar und unmissverständlich formuliert. Die sogenannten Overhead-Kosten, also Vermarktung, Marketing und Entwicklung, sollen um mehr als die Hälfte reduziert werden. Besonders pikant, von den rund 4000 Beschäftigten arbeiten etwa 3000 im Büro und nur 1000 direkt in der Produktion. Dieses Verhältnis hält Bajaj für völlig überzogen. Die Konsequenz: ein drastischer Stellenabbau, vor allem in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktstrategie. Genau dort, wo KTM in der Vergangenheit ihre größten Stärken hatte: Innovation, Technik, neue Modelle. Für die Belegschaft bedeutet das eine Zeit der Unsicherheit. Die Verwaltung in Mattighofen soll deutlich verschlankt werden. Rund 300 Millionen Euro will Bajaj hier einsparen. Das Signal an die Mitarbeiter ist eindeutig. Wer nicht unmittelbar mit der Produktion zu tun hat, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Die Frage, die viele jetzt bewegt: Wie lange kann KTM sich den Spagat zwischen radikalem Sparkurs und technischem Anspruch überhaupt leisten? Ein besonders heikles Thema ist die Produktion. Rajiv Bajaj hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass Kostendruck und globale Lieferketten künftig eine deutlich größere Rolle spielen sollen. Sein Zitat „Europäische Fertigung ist tot" hat in der Szene für heftige Diskussionen gesorgt. Zwar betont Bajaj, dass die Fertigung in Österreich erhalten bleibt, aber wie viel ist dieses Versprechen wert, wenn der Druck international zu produzieren immer größer wird? Ein aktuelles Beispiel: Die Produktion der zur KTM gehörigen Marke GasGas wurde bereits von Girona in Spanien nach Mattighofen verlagert. Das heißt im Klartext, für die rund 20 Mitarbeiter in Spanien bedeutet das aus. Neue Stellen in Mattighofen sind jedoch nicht geplant. Das vorhandene Personal soll den Mehraufwand einfach auffangen.
Was bedeutet das für die Zukunft der gesamten Produktion in Österreich? Wird KTM in ein paar Jahren nur noch als Marke existieren, während die eigentliche Fertigung längst nach Indien oder in andere Niedriglohnländer abgewandert ist? Und wie reagieren eigentlich die Fans und die Community auf diese Entwicklung? Barschas begründet die harten Einschnitte mit einer notwendigen Sanierung und spricht offen von Fehlern der früheren Führung. 3 Hauptprobleme sieht das neue Management: Überproduktion, eine zu riskante Expansion in den Fahrradmarkt und fehlende Kontrolle im Management. Barschas sieht sich jetzt in der Verantwortung, KTM auf Rentabilität und Effizienz zu trimmen. Doch bei aller wirtschaftlichen Logik steht eine große Frage im Raum. Wie viel KTM steckt nach der Sanierung überhaupt noch in KTM? Gerade der geplante Personalabbau in Entwicklung und Produktionsstrategie gefährdet das, was die Marke immer besonders gemacht hat: technisches Know-how, Mut zur Innovation, Leidenschaft für Motorsport und Ingenieurskunst. Viele Beobachter fürchten, dass KTM am Ende nur noch ein Schatten seiner selbst sein könnte. Auf der anderen Seite argumentieren Befürworter, dass ohne die Barschas-Millionen KTM womöglich gar nicht mehr existieren würde. Die Unsicherheit in der Community ist dennoch groß. Werden die Motorräder am Ende weniger eigenständig? Verlieren sie ihren Charakter, ihre Qualität, ihren Bezug zum europäischen Markt? Und wie geht das neue Management mit diesem Spagat zwischen Effizienz und Tradition um? Fest steht, mit dem neuen Führungsteam aus erfahrenen und frischen Kräften setzt Barschas auf einen Mix aus Kontinuität und Neuanfang. Die größten Herausforderungen liegen jetzt in der Restrukturierung der Lieferketten, beim Personalabbau und darin, das Vertrauen in die Marke zurückzugewinnen. Die Produktion soll, zumindest vorerst, in Österreich bleiben. Aber mittelfristig ist nicht klar, ob die jetzigen Versprechen halten. Ungewiss ist auch, wie sich der Sparkurs auf die Produktpalette auswirkt. Bleibt KTM die Innovationsschmiede, die sie immer war, oder rückt künftig das reine Kostenmanagement in den Vordergrund? Was bedeutet das alles für dich als Käufer, Fan oder Mitarbeiter? Werden die Motorräder weiterhin das bieten, was du dir unter KTM vorstellst, oder verändert sich der Charakter der Marke grundlegend? Zusammengefasst, die Übernahme von KTM durch Barschas markiert einen echten Wendepunkt, mit Chancen, aber auch mit großen Risiken. Auf der einen Seite steht die Hoffnung, dass die Finanzspritze aus Indien den Fortbestand der Marke sichert. Auf der anderen Seite drohen Rationalisierung, Jobverluste und womöglich ein schleichender Identitätsverlust. Wie dieser Spagat ausgeht, hängt davon ab, wie geschickt das neue Management zwischen Effizienz, Innovation und Tradition balanciert. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Was bedeutet die Übernahme für dich? Bleibst du KTM treu, auch wenn sich die Marke stark verändert womöglich? Oder ist für dich die Zeit gekommen, dich nach Alternativen umzuschauen?